alaikum, liebe Brüder und Schwestern. Hallo liebe Freunde, Friede sei mit euch. Wir sind heute hier in Trier und ihr seid beim Sohn des Weges Kanal bei der zweiten Videonachricht und wir senden euch heute einen Gruß, wie gesagt, aus dem schönen Trier. Wie ihr hinter uns seht, wir sind etwas höher hier und zwar auf dem Marienberg, von wo aus man eine wunderbare Sicht auf die Stadt hat. Wir haben jetzt ungefähr 250 Kilometer hinter uns gebracht, sind vor einigen Tagen hier angekommen, machen jetzt hier ein bisschen Urlaub quasi, ein paar Tage, um uns zu erholen, ein paar Sachen aufzufüllen und natürlich um die schöne Stadt anzusehen. Gleichzeitig sammeln wir natürlich auch ein bisschen Material, ein paar Fotos, um euch noch einen schönen Beitrag zu schreiben, ein bisschen was zur Stadthistorie und natürlich jede Menge Fotos. Ja, man muss ehrlich sagen, jetzt nach den ersten 250 Kilometern merkt man erstmal, wie schwer das Gepäck ist. Die Füße qualmen, man hat Muskelkater in den Füßen, man wusste gar nicht, dass da vorher Muskeln waren. Gelenke spielen ein bisschen verrückt, aber alles legt sich wieder, ein bisschen Urlaub, schön bei den Freunden, gutes Essen und guter Schlaf in einem schönen Bett, dann wird das alles wieder. Ja, und wir haben uns gedacht, wir lassen euch ab heute auch so ein paar Tipps und Ratschläge da für Leute, die vielleicht so eine Tour auch mal machen wollen oder so eine Tour mit dem Fahrrad machen wollen. Und zwar ganz besonders herausgestochen für uns ist auf jeden Fall das Eldorado jedes Wanderers, nämlich der Campingplatz. Das heißt, wenn ihr eine Route plant, versucht wirklich so viele Campingplätze, wie ihr nur irgend findet, auf dieser Strecke zu integrieren, weil es ist eine günstige Möglichkeit zu zelten, mit fließendem Wasser, mit gegebenenfalls Strom, wenn ihr das braucht, mit einer heißen Dusche, die man alle paar Tage auf jeden Fall mal braucht. Ja, und da sind Campingplätze sind auf jeden Fall super, vor allen Dingen, weil sie meistens so zwischen 13 und 15 Euro, also jetzt in unserem Fall für 2 Personen liegen. Und man das relativ gut finanzieren kann dann, weil der Preis halt sehr human ist. Der zweite Ratschlag ist auf jeden Fall, wenn ihr merkt, dass eure Wasservorräte leer gehen etc., versucht vielleicht abweichend von den Wanderrouten Landstraßen zu nehmen. An Landstraßen ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr eine Tankstelle findet, wo ihr Wasser auffüllen könnt, wo ihr Benzin für euren Kocher auffüllen könnt und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten zu bekommen, die euch irgendwie fehlen oder ausgegangen ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Basis, wo man zur Not dann auch mal telefonieren kann oder so. Das sind auf jeden Fall so die 2 Ratschläge, die wir euch jetzt mitgeben möchten für die ersten 250 Kilometer. Weil es vielleicht noch eine kleine Sache, ist wirklich wichtig, echt nur mitzunehmen, was man braucht. Also es gibt immer Sachen, die wir vielleicht mal in einem Jahr brauchen werden, aber wenn es so sein muss, dass wir die mal brauchen werden, dann muss man die halt besorgen. Es ist wirklich wichtig, nur das mitzunehmen, was man wirklich jetzt braucht und in den nächsten Wochen braucht, weil ansonsten nimmt man einfach so viele Sachen mit, die man überhaupt gar nicht braucht und sortiert nur aus. Das ist alles, selbst jedes kleine Kabel, es sind einfach die kleinen Massen, die dann am Ende das Gesamtgewicht ausmachen, das einfach. Man merkt selber, da kommt so viel zusammen am Ende, also wirklich jeden Mist, den man nicht braucht, einfach zu Hause lassen und wenn man es braucht, dann einfach holen. Und Synergieeffekte suchen bei den Geräten. Das heißt zum Beispiel ein Kabel, das du für mehrere Geräte benutzen kannst. Zum Beispiel, um die Schuhe zu imprägnieren. Nimm nicht irgendwas, was speziell für Schuhe ist vielleicht, sondern versuch ein Wachs zu nehmen, das du auch für Klamotten benutzen kannst etc. Das heißt, man muss echt gucken, dass man bei allen Dingen Synergieeffekte findet, einen Mehrwert hat und dadurch auch halt Gewicht spart. Ja? Und sucht euch, wenn ihr sowas vorhabt, Leute, die von zu Hause aus euch auch mal vielleicht etwas nachschicken können oder euch etwas besorgen können beim Autoausstatter, was ihr vielleicht im Ausland nicht so bekommt. Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe und spart euch jede Menge Gewicht und natürlich auch schont das die Knochen. Eine Sache, die wir noch loswerden möchten, und das ist ein Dank, einmal natürlich wieder zu den Brüdern und Schwestern und allen Menschen, die uns in ihren Gebeten bedenken. Familie und Freunde. Spenden natürlich. Und nochmal einen ganz, ganz lieben Gruß einmal an die Gemeinde hier in Trier, die islamische Gemeinde, bei der wir heute beim Freitagsgebet waren, die uns sehr, sehr herzlich und nett empfangen haben und auch sehr großzügig für unsere Sache gespendet haben.
und zum Zweiten den Domvikar vom Trierer Dom hier, den Dr. Markus Nicolai, der uns auch sehr, sehr herzlich empfangen hat, mit uns auch das Gespräch gesucht hat, wir uns ein bisschen ausgetauscht haben über seine Pilgererfahrungen, was auch sehr, sehr nett war und was uns auch wieder zeigt, wie herzlich die Menschen sind und wie herzlich wir auch empfangen werden. Ja? Alles Gute aus Trier und bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ciao. Assalam. Assalam.